Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Alexander. Ich bin momentan auf einer Radreise in Italien und befinde mich gerade in Levanto an der ligurischen Küste und fahre jetzt weiter Richtung Rapallo. Und wenn du wissen willst, was ich dabei alles sehe und erlebe und ob es aufhört zu regnen, dann bleib dabei. Aufnahmedatum für dieses Video ist der 10. Mai 2023. Es regnet, wie man gesehen hat, und es wird auch so schnell nicht aufhören. Ich fahre, wie gesagt, Richtung Rapallo. Da geht es jetzt erstmal hier auf einem Radweg auf der alten Bahnlinie. Die neue führt durch den Berg rechts, durch einen längeren Tunnel mit 2 Gleisen. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Vielleicht steige ich auch später noch in den Zug und vermeide damit dann eine Bergstrecke, weil bei dem Wetter fahre ich nicht in die Berge. Es ist sehr schade, dass ich jetzt hier nicht filmen kann bei dem Regen. Die Regentropfen würden eben auf die Linse fliegen. Weil es ist eine wunderschöne Küste hier. Und jetzt gerade hier auf diesem Fahrradweg wäre es natürlich spannend, aber es geht leider nicht. Ab und zu sieht man das Meer, meistens geht es aber durch diese Tunnel, die sind unterschiedlich lang. Und irgendwann soll ein ziemlich langer Tunnel kommen, so 2 Kilometer oder noch länger, aber zum Glück sind die beleuchtet und es gibt ja keinen Autoverkehr. Ja, das haben sie sehr schön gemacht, dass sie den Radweg hier auf die alte Bahnlinie gelegt haben. Da ist man auch ein bisschen aus dem Regen raus in den Tunnel. Ja, und ich habe den Verdacht, da wird es ein bisschen heller. Jetzt kommt auch meine Regenhose das erste Mal zum Einsatz und man sieht, sie haben von den Schuhen einiges abgehalten, was hochspritzt. Der Rest wird vom Poncho abgedeckt. Das ist jetzt dieser lange Tunnel, der will gar nicht aufhören. Ja, da hinten ist der Himmel schon blau. Das wäre ja toll, wenn es auch noch hier rüberkommen würde, aber da regnet es noch. Ja, tolle Küste hier. Jetzt ist mal gerade so ein Bogen, durch den man durchschauen kann. Und da geht es auch irgendwo hin, zu einem Aussichtspunkt, glaube ich. Das ist mal wieder ein Abenteuer. Macht Spaß, hier durch die Tunnel zu fahren, wenn es regnet und man im Trockenen fährt. Jetzt bin ich so lange durch Tunnel gefahren, dass ich an der Algarve rausgekommen bin. Plötzlich in Portugal. Ja, schön hier. Es regnet auch nicht mehr ganz so heftig, aber es tröpfelt immer noch und man wird halt nass auf Dauer. Das könnte jetzt Framura sein und da gibt es einen Bahnhof. Und mein Trek geht jetzt hoch in die Berge, um nach Sestri Levante zu kommen. Und das möchte ich jetzt bei dem Wetter vermeiden und schau mal, ob ich da mit dem Zug fahren kann. Da drüben ist der Bahnhof, aber ich habe keinen Schimmer, wie ich da jetzt hinkommen soll. Ja, da soll man wohl hier runter gehen. Ja, ich bin unten, das war halsbrecherisch. Da gibt es einen Aufzug, aber da passt kein Fahrrad rein am Ende eines Fahrradweges. Also nicht zu Ende gedacht. So, jetzt muss ich hier hoffen, dass es hier einen Weg zum Bahnhof gibt. Sonst muss ich die Treppen wieder hoch und die ganzen Tunnel zurück. Das ist hier der einzige Zug, der in der nächsten Zeit hier hält und ich erwische ihn nicht mehr. Ich jetzt noch ein Ticket kaufen muss und ich muss ja noch durch irgendwas durch, um auf das Gleis zu kommen. Der nächste Zug geht jetzt um 11:54 Uhr. Und den nehme ich dann auch. Jetzt muss ich hier fast eine Stunde warten. Es ist jetzt Pech, dass der andere mehr weggefahren ist. Der hat aber auch Verspätung, also normalerweise hätte ich den sowieso nicht erwischt. Ja, Alternative wäre jetzt einmal in die Berge rein, ganz hoch. Es gibt ganz viele Stängellinien auf der Karte eingezeichnet und das ist jetzt mit den Regenklamotten nicht zu machen. Es ist auch zu gefährlich. Draußen über dem Meer ist der Himmel schon blau. Das soll jetzt eigentlich auch hier rüberziehen, das Regengebiet. Da regnet es noch tüchtig, aber das bleibt natürlich hier an den Bergen kleben. Ich bin jetzt in Sestri Levante angekommen und hier scheint sogar die Sonne. Ich bin am Strand von Sestri Levante angekommen und ich werde jetzt versuchen, hier an der Küste möglichst bis nach Rapallo zu fahren. Hier hinter der Promenade gibt es einen Fahrradweg, das ist sehr schön. Ich weiß nur nicht, wie lang der geht. Der Fahrradweg hat leider aufgehört und jetzt geht es an der Hauptstraße entlang. Aber es ist im Trek auch so eingezeichnet, habe ich gerade gesehen. So, jetzt ist hier wieder ein Fahrradweg. Ich weiß zwar nicht, ob der auch für meine Richtung ist, aber ich fahre jetzt einfach mal, weil auf der Straße ist sehr viel Verkehr. Ich bin jetzt in Lavagna und fahre jetzt über einen Fluss. Dann komme ich nach Chiavari. Mein Trek, der biegt schon vor der Brücke nach Norden ab und geht dann Richtung Mailand.
Ich möchte aber noch nach Rapallo und Portofino und deswegen fahre ich jetzt geradeaus. Da muss ich wahrscheinlich viel Hauptstraße fahren, aber das nehme ich jetzt mal in Kauf. Und dann später von Rapallo aus eine ganz heftige Bergetappe, um wieder auf den Trek zurückzukommen. Ja, die 2 Tage Pause vom Radeln haben mir, glaube ich, ganz gut getan, aber jetzt muss ich auch erstmal wieder reinkommen. So, ich bin jetzt von 0 auf 160 Meter hoch gefahren und jetzt kommt hier ein Tunnel. Ich dachte, danach ging es runter, aber es sieht aus, als würde es da weiter hochgehen. Ja, die Straße hier ist als Via Aurelia bezeichnet. Wahrscheinlich verläuft die hier, wo früher die alte Römerstraße entlang ging. Ja, hier gibt es tolle Aussichten, aber man kommt nicht hin. Auf der anderen Seite ist kein Platz, um sich da hinzustellen. Es ist jetzt nicht mehr weit bis Rapallo. Man hat es schon an den Häusern eben gesehen. Es wurde ein bisschen mondäner. Und das müsste jetzt der letzte Tunnel sein vor der Stadt. Hier müsste die Halbinsel sein, an deren Spitze Portofino liegt. Und da möchte ich eigentlich heute auch noch hin. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt mit dem Fahrrad fahre oder ein Boot nehme. Plan ist, mir jetzt in Rapallo ein Hotel zu buchen. Dann irgendwie nach Portofino zu kommen heute Nachmittag. Wie gesagt, entweder mit einem Boot, wenn noch eins fährt, oder eben mit dem Fahrrad. Es ist nicht so weit. Ich bin inzwischen ganz nah am Zentrum. Ich glaube, da vorne ist es schon. Jetzt muss ich mal gucken, ob es hier ein Boot nach Portofino gibt oder ob ich doch mit dem Fahrrad fahre und dann ohne Gepäck. Ich bin jetzt schon eine Bucht weiter in San Michele di Pagana. Und ja, sehr schön hier. Das ist das Hotel Imperiale Palace. Hier wurde 1922 der Vertrag von Rapallo unterzeichnet, zwischen der Sowjetunion und dem Deutschen Reich. Und hier im Hotel wohnt die sowjetische Delegation und da wurde dann eben der Vertrag unterzeichnet. Verwaltungstechnisch gesehen ist es jetzt eigentlich nicht mehr der Vertrag von Rapallo, weil das Hotel liegt in Santa Margherita Ligure, 2 Buchten weiter von Rapallo. Und nach einer Gemeindereform gehört das nicht mehr zu Rapallo. Da kommt jetzt das Bötchen, das hätte ich auch nehmen können, aber die Sonne steht wieder ganz schlecht. Die ganze Küste liegt im Gegenlicht. Mit ein bisschen Glück kann ich mein Fahrrad mitnehmen auf dem Rückweg und dann versuche ich es dann nochmal. Mal schauen, ob das klappt. Mit dem Vertrag haben das Deutsche Reich und die Sowjetunion die diplomatischen Beziehungen nach dem Ersten Weltkrieg wieder aufgenommen. Und beide haben gehofft, aus ihrer Isolation rauszukommen. Die Sowjetunion war eben durch die Revolution isoliert und das Deutsche Reich durch den Versailler Vertrag. Das ist nochmal der Blick zurück auf Santa Margherita. Und das ist der Yachthafen. Die richtigen Yachten kommen aber erst in Portofino. Hier kann man jetzt mal die ligurische Küste sehen, die ich entlang gekommen bin. Vielleicht hätte ich doch besser mit dem Boot kommen sollen, denn mit dem Fahrrad ist es wieder schwierig. Da ist auch das Boot zurück nach Rapallo, aber es sieht wirklich nicht so aus, als würden die Fahrräder mitnehmen. Es geht wieder über den Bug an Bord. Ja, auf jeden Fall da oben ist eine Festung und hier ist der Hafen. Die Liegegebühren sind horrend. Deswegen ankern die meisten im Sommer hier mit ihren großen Segelyachten. Es ist sehr schön da am Hafen.
Im Sommer ist das der Treffpunkt der Reichen und Schönen hier, deswegen bin ich genau richtig. Nicht, weil ich reich bin, sondern schön. Ja, und das ist auch der letzte Ort, den ich eigentlich so angepeilt habe, den ich sehen muss. Jetzt geht es Richtung Norden, einmal noch über die Berge und dann in die Po-Ebene und dann Richtung Schweiz. Ich kann mein Fahrrad mitnehmen mit dem Boot, deswegen fahre ich jetzt damit zurück. Ich habe es da vorhin schon hingestellt und gleich wird es eingeladen. Es gibt mir jetzt Gelegenheit, auch mal auf die andere Seite des Hafens zu gehen, weil hier ist es sehr schmal, der Weg. Und mit dem Fahrrad wäre ich hier nicht lang gekommen. Hier liegen ein paar schöne Segelyachten vor Anker. Im Sommer ist es hier, glaube ich, pickepacke voll. Ja, und das ist der Blick auf die andere Seite. So, da ist es, das Fahrrad ist festgebunden und jetzt werde ich ja wohl heile daheim kommen. La Floride d'aujourd'hui, c'est Miami où je vis, c'est pas ce qu'on fait avant Jetzt sehen wir das Imperial nochmal vom See aus. Ich bin sehr froh, dass ich diesen historischen Ort jetzt mal besuchen konnte. Ja, das war toll, dass das noch geklappt hat. Wirklich schön. Ja, jetzt gehe ich erstmal ins Hotel zurück, mache mich ein bisschen frisch und dann schaue ich mich noch ein bisschen hier in Rapallo um. Diesmal habe ich wirklich ein sehr kleines Zimmer, aber ich durfte mein Fahrrad mit hochnehmen und das ist schon mal sehr gut. So, ich bin wieder in die Stadt gegangen und ich schaue mich jetzt ein bisschen um. Das hier ist wohl der Mittelpunkt der Altstadt, die Piazza Cavour. Ja, und was da eben so gebimmelt hat, ist die Basilica de Gervasio e Protasio, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und von diesem Platz gehen auch die Einkaufsstraßen ab. Ja, und auch hier in Rapallo gibt es diese typischen bunten Häuser. Das ist die Hafenburg, aber darüber konnte ich leider nichts herausfinden. Ja, ich glaube, ich beende das Video hier. Es ist inzwischen 7:30. Die Läden in der Stadt machen alle langsam zu. Ich möchte noch was essen gehen und morgen geht es dann weiter Richtung Norden. Ich weiß noch nicht genau, welche Route ich einschlagen werde. Das muss ich mir nachher mal überlegen. Und wenn du wissen willst, was ich dann mache, wie das Wetter wird und was ich alles sehe und erlebe, dann abonniere jetzt den Kanal und schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!